Hallo, schön, dass du da bist. Heute möchte ich mit dir gerne ein schönes Blumenbouquet aquarellieren, wie du es zum Beispiel dann auch als eine schöne Muttertagskarte umsetzen kannst. Und zwar mit meiner absoluten Lieblingsblume, der Ranunkel. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Ich beginne zunächst auf dieser Aquarellpostkarte so mein Motiv so ein bisschen vorzuskizzieren, ganz grob, also noch gar nicht wirklich richtig ausarbeiten, sondern erstmal, dass ich sehe, wo will ich denn meine einzelnen Blüten ungefähr hinsetzen, wo sind die einzelnen Stängel von den Blüten, will ich noch ein paar Blätter dazu malen, hier den Stempel der Blüte male ich mir so ein bisschen grob auf und wie die Blütenblätter so sitzen sollen. Dann eben, wie gesagt, kleine Blätter füge ich hinzu, die ich auch mal so unter der Blüte ein bisschen verschwinden lasse. Dann kommt die nächste Blüte, die ich hier grob vorzeichne, ganz leicht, damit ich das später wieder gut wegradieren kann. Und so baue ich langsam mein Blumenbouquet auf. Und hier kommen noch so kleine Beeren dazu, also wirklich ganz einfach, schlicht vorgezeichnet, ganz grob. Und so arbeite ich jetzt mein Motiv langsam aus. Die Vorlage für dieses Motiv kannst du dir kostenlos downloaden auf meinem Blog. Den Link setze ich dir in die Videobeschreibung. So, und wenn ich dann zufrieden bin mit meiner Vorzeichnung, dann kann ich mich ans Aquarellieren machen. Dafür mische ich mir erstmal ein schönes, warmes Rot an, bestehend aus Dunkelrot und so einem Orangerot. Und dann beginne ich meine erste Ranunkel auszumalen. Und das sind so, ja, sichelförmige Striche, die ich erstmal mache. Oben sind sie schmaler, nach unten gehe ich mit dem Pinsel ein bisschen breiter für die Blütenblätter, lasse dazwischen immer weiße Zwischenräume stehen, sodass die Blütenblätter sich so ein bisschen voneinander abheben und so schön dreidimensional dann wirken. Das arbeite ich später dann auch ein bisschen weiter aus. Dann kommt dann auch noch der Blütenstempel rein, noch ein paar Schattierungen. Aber jetzt mal so die erste Farbschicht erstmal trocknen lassen, dann kann ich mich derweil an die nächste Blüte machen. Und hier beginne ich erstmal unten mit einem dunkleren Farbton und gehe dann mit dem ausgewaschenen Pinsel von oben nach unten und lasse die Farben so ein bisschen ineinander laufen, dass es einen schönen Farbverlauf gibt. Unten eine dunklere Schattierung und oben werden die Blütenblätter dann ein bisschen heller. Und genau das Gleiche mache ich dann auch oben mit den kleinen lilafarbenen Blüten. Da beginne ich auch unten erstmal dunkel die Farbe aufzumalen im unteren Teil der Blüte und dann oben wieder mit einem ausgewaschenen Pinsel und abgetupften Pinsel dann die Farbe von oben nach unten ineinander zu ziehen. Und so gehe ich vor, bis ich meine Blüten alle fertig gemalt habe. Bei meinen großen Blättern achte ich auch darauf, dass ich in der Mitte so einen kleinen weißen Zwischenraum freilasse, der dann quasi meine Blattader imitiert. Also wirklich nur so ein ganz kleines bisschen weiß stehen lassen. Und dann kann ich auch beginnen, den Stängel so ein bisschen, den Stiel ein bisschen auszumalen und dann noch meine Blätter dran zu setzen.
und mich so mit meinem Motiv weiter vorzuarbeiten. Kümmere ich mich dann noch um die letzten Feinheiten. Ich tupfe jetzt hier noch den Blütenstempel in meine Ranunkeln, also wirklich nur ganz viele kleine Punkte nebeneinander setzen, dann ist der Blütenstempel auch schon fertig. Dann gucke ich, ob ich noch irgendwo ein bisschen Schattierungen, noch ein bisschen dunklere Ebenen schaffe, damit das Ganze noch ein bisschen realistischer und dreidimensionaler wirkt. Und so ist mein Motiv dann auch langsam fertig. Und dann habe ich hier noch eine kleine Lücke, die fülle ich jetzt noch mit einer kleinen Knospe. Das ist auch einfach nur so ein halbmondförmiges, aufgetupftes Gebilde. Das bekommt dann jetzt gleich noch einen Stängel und dann wäre diese kleine Knospe auch fertig. Zum Schluss, wenn alles getrocknet ist, radiere ich noch die Bleistiftzeichnungen weg und dann ist mein Motiv fertig und kann, wie gesagt, zum Beispiel als Muttertagskarte verwendet werden. Und das war es auch wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, dir hat das Motiv gefallen und vielleicht malst du es ja nach. Dann verlinkt mich gerne auf Instagram. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich freue mich schon auf dich. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Tschüss.